Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gotchi TV. Heute befassen wir uns mit einem Review zu dem Tamagotchi Paradise Orange Tropics. Und wir haben ja schon ein kleines Unboxing zu dem Tamagotchi gedreht. Und heute schauen wir uns alle grundlegenden Informationen von dem Paradise an sich an, als auch die neuen Funktionen, die das Orange Tropics beinhalten. Wenn ihr euch für das Tamagotchi White Glacier interessiert, dazu hat Felix gestern ein Video hochgeladen in Englisch. Schaut dazu also gerne auch bei uns auf dem Kanal vorbei und ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange drum herum und starten sofort das Review. So, wir starten jetzt hier sofort los. Falls ihr euch grundsätzlich für das Setup bei dem Tamagotchi Paradise anfangs interessiert, schaut unbedingt bei dem Review vom Tamagotchi Paradise White Glacier vorbei. Da erklärt Felix von Anfang an, was ihr wie wo zu tun habt, um das Tamagotchi das erste Mal zu starten. Wir fangen aber jetzt hier an mit dem, was euch das Paradise im normalen Betrieb anfangs anzeigt. Und das ist tatsächlich hier die Uhr mit eurem Planeten. Und ihr habt gerade hier unten schon gesehen, es gibt insgesamt 4 Ansichten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ganz allerersten Ansicht, und zwar ist das die Zellansicht, wo man die Zelle eures Tamas sieht mit den jeweiligen Binomen, die euch Aufschluss darüber geben, in welchen Charakter sich euer Tama entwickeln. Wenn ihr hier die A-Taste drückt, dann seht ihr die klassische Hungry und Happy Anzeige, wie alt euer Tama ist. Und wenn ihr nochmal die Taste A drückt, dann seht ihr den Namen eures Tamas und zu welcher Art jeweils euer Tama gehört. Meins gehört jetzt hier zur sprießenden Art, weil es eine Palme ist. Ich hatte vorher den Papagei, da war es die tapsende Arten, finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Man sieht hier zum Beispiel einzelne Binome, wie zum Beispiel die Sonne oder den Reisball. Die bekommt ihr tatsächlich, wenn ihr jeweils die Hungry oder die Happy Anzeige einmal komplett voll macht. Dann ergänzt sich dieses Binom einmal hier zu eurer Zelle. Und die sind halt auch wichtig, weil einige Paradise-Charaktere brauchen eine gewisse Anzahl an Sonnen oder eine gewisse Anzahl an Reisbällen, damit ihr diesen Charakter bekommt. Des Weiteren findet ihr unter dieser Ansicht Care Mistakes in Form von einem Tornado oder halt andere Binome, die ihr erhaltet, indem ihr beispielsweise spezielles Essen eurem Tama gibt. Und anhand dessen und einer Growth Chart, die ich hier unten in der Videobeschreibung verlinke, habt ihr die Möglichkeit, euren Wunschcharakter letztendlich groß zu ziehen. Ja, das ist eigentlich das, was es zu dieser Ansicht hier zu sagen gibt. Man sieht hier noch die Blumen, die zeigen eigentlich an, dass es sich gerade um einen Tropics-Charakter handelt. Es gibt aber ja zum Beispiel auch so Eisflocken, die zeigen dann, dass es sich um einen Eischarakter handelt, die sich aber nur entwickeln auf dem jeweiligen Feld. Ja, wenn man jetzt hier weiter rauszoomt, dann sieht man euren Charakter an sich und man sieht, er ist gerade aktuell sehr, sehr happy. Und wenn man jetzt hier auf die A-Taste drückt, seht ihr praktisch 3 weitere Optionen. Füttern, Spielen und Säubern. Wenn wir auf Füttern gehen, dann finden wir eigentlich das Klassische wie sonst auch. Einmal Essen und Snacks. Bei Essen finden wir einmal etwas, was immer verfügbar ist, was aber die erwachsenen Charakter nicht mögen. Und dann halt andere Dinge, die ihr sowohl im Shop kaufen könnt, als auch bei der Eierjagd letztendlich erwerben könnt. Was die Eierjagd ist und wie ihr die im Shop kaufen könnt, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und hier zum Beispiel der Butterfly Snack oder die Essenskreaturen sind auch Dinge, die ihr eurem Tama öfters füttern müsst, um dann ein spezielles Binom in der Ansicht, die wir gerade zuvor besprochen haben, erhaltet und so dann mehr oder weniger euren Wunschcharakter bekommt. Bei Snacks befindet sich hier ebenfalls einmal etwas, was immer verfügbar ist. Das ist in diesem Fall der Gelee-Stick. Das macht euer Tama happy, füttert aber nicht zu viele Snacks, weil sonst wird es halt krank. Und hier befindet sich bei mir tatsächlich der goldene Pfirsich. Den erhält man, wenn man eine perfekte Eierjagd hat und sorgt dafür, dass ein Care Mistake verschwindet. Also wenn ihr zum Beispiel in der Binomansicht einen Tornado seht, das steht für einen Care Mistake, und ihr ihm dann diesen goldenen Pfirsich füttert, dann verschwindet ein Care Mistake. Ist besonders hilfreich, wenn man vielleicht versehentlich das Tama vergessen hat und man eigentlich keinen Care Mistake braucht, um den Charakter zu kriegen. Dann hat man die Möglichkeit hier, das Ganze verschwinden zu lassen. Aber den erhält man, wie gesagt, nur bei einer perfekten Eierjagd. Was die Eierjagd ist, da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen.
Dann habt ihr die Möglichkeit zu spielen. Das ist eigentlich die hauptsächliche Funktion, um euer Tama glücklich zu machen. Wenn wir hier drauf gehen, haben wir insgesamt 4 Spiele zur Auswahl. Passend, Fahne hoch, Ball fangen und Shiro-Tamas. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz der Reihe nach durch, wie die Spiele funktionieren. Bei Passend wird hier ein kleiner Tisch ausgefahren und jetzt kommen hier jeweils 3 Karten. Euer Tama wählt eine Karte aus und ihr müsst auch eine Karte auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal diese hier und im besten Falle ist die gleich mit dem, die euer Tama ausgewählt hat. Das war in diesem Fall jetzt nicht richtig, deswegen habe ich auch keinen Punkt erhalten. Jetzt wählt euer Tama die mittlere und jetzt muss ich entweder die oder die auswählen. Wählen wir mal die aus und die ist jetzt tatsächlich identisch. Jetzt freut sich das Tama und kriegt einen Punkt. Es gibt insgesamt 3 Runden und je mehr ihr mit eurem Tama übereinstimmt, was die Karten angeht, desto glücklicher wird euer Tama. Das ist das erste Spiel. Beim zweiten Spiel, das ist tatsächlich ein Spiel, da tun sich einige sehr schwer mit. Ihr müsst die A- und B-Knöpfe haben und wenn euer Tama die rechte Fahne hochhebt, dann drückt ihr B und bei der linken Fahne C und bei beiden halt die beiden Tasten. Genau. Aber man sieht, das Tama deutet immer mal wieder so an, aber erst wenn er es wirklich ganz hoch streckt, die Fahne, dann müsst ihr drücken. Das Ganze geht bis 10 hoch und wenn ihr alle 10 richtig habt, dann freut sich euer Tama ganz besonders und ihr füllt die Happy-Leiste natürlich dementsprechend. Ihr habt gesehen, manchmal hält er sie auch nach unten, dann dürft ihr nichts machen. Das zählt dann auch als Punkt, wenn ihr nämlich dann eine Taste sonst drückt, ist das Spiel nämlich dann auch vorbei. Dann haben wir einmal das Spiel Ballfangen. Das ist tatsächlich neu auf dem Orange Tropics und White Glacier. Das funktioniert wie folgt. Wir haben hier unten eine Anzeige, die jetzt gleich erscheint. Und der Pfeil muss einmal bis zum Ende sein im roten Bereich. Und man sieht, das ist dann perfekt. Zum Beispiel Orange ist dann weniger gut. Und wenn man jetzt natürlich auf Blau, dann ist es ganz schlecht. Genau, es gibt 3 Runden und wenn ihr alle 3 Runden schafft, in dem roten Bereich zu sein, füllt ihr halt auch eure Happy-Anzeige sehr, sehr gut. Und das letzte Spiel ist Shiro-Tamas. Das spielt man hier oben mit dem Drehrad und Ziel ist es mehr oder weniger, alle 5 Shiro-Tamas einzusammeln und in Kolonne dann die anderen zu suchen. Man steuert die praktisch an und jetzt steuert man die anderen an. Man muss aber auf die gelben hier aufpassen. Die sind böse, die darf man nicht berühren. Und wenn man alle 5 gefangen hat in der vorgegebenen Zeit, dann hat man das Spiel gewonnen. Man hat eine gewisse Zeit, irgendwann läuft hier oben ein Countdown ab und das Spiel ist dann sonst vorbei. Genau, das sind die 4 Spiele, die es auf dem Paradise Orange Tropics und White Glacier gibt, um euer Tama glücklich zu machen. Und dann gibt es hier noch die dritte Option, das ist Säubern. Das sollte man regelmäßig tun, weil sonst wird euer Tama dreckig und man sieht so ein paar Staubwolken um euren Charakter. Und da müsst ihr einfach so die B-Taste öfters drücken und man sieht, dass euer Tama gerade ordentlich eingeseift wird. Und jetzt kommt hier oben die Wolke, die euer Tama dann ganz süß abduscht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr süß gehalten. Und reinigt euer Tama. Genau, das ist eigentlich das, was es auf der Ansicht gibt. Und wenn man jetzt noch weiter rauszoomt, dann sehen wir unsere Feldansicht. Man sieht unter anderem jetzt meinen anderen großgezogenen Charakter, der gerade hier auf der Palme herumklettert, als auch meinen derzeitigen Charakter, der gerade einfach nichts macht, aber der kann dann auch diverse Items dann bespielen, die ihr ebenfalls auf dem Paradise kaufen könnt. Auch hier habt ihr verschiedene Auswahlfunktionen auf der A-Taste. Insgesamt sind es 4. Das sind Spielgeräte, Eierjagd, Wegräumen und Felder. Wenn wir mit der ersten Funktion Spielgeräte mal anfangen, haben wir die Möglichkeit, Spielgeräte zu platzieren oder zu entfernen. Die Spielgeräte könnt ihr im Shop kaufen, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ihr hier auf Platzieren geht, dann habt ihr
diverse Items, die ihr euch schon gekauft habt und könnt diese auf dem Feld platzieren. Es gibt da einmal einen Unterschied zwischen kleinen Items und einmal zwischen großen Items, die etwas mehr Platz benötigen. Man sieht zum Beispiel, das hier ist ein großes Item und das, wenn ich das jetzt hier hinsetzen würde, würde sowohl die Hängematte als auch die Palme verschwinden. Das können wir gerne mal machen, dann sieht man, was ich meine. Es verschwinden beide Objekte und einmal dieses große Objekt wird dahingesetzt. Anderenfalls gibt es auch kleine Items, die kann man zum Beispiel jetzt dann da oben hinsetzen, wo die Palme eben stand. Und dann wird das große weggesetzt und die Kiste kommt da und man hat dann hier noch einmal Platz für ein kleineres Item. Man kann auch einfach Dinge entfernen und dann ist der Platz leer. Aber ich glaube, es ist ja ganz gut, wenn unsere Charakter hier ein bisschen was zu spielen haben. Bei der Eierjagd ist es so, dass ihr einmal am Tag mit eurem Charakter zum Vulkan oder zur Quelle gehen könnt, um dort Essen, das was ich euch eben gezeigt habe, dann aus der Quelle oder dem Vulkan zu fischen. Wir werden jetzt einfach mal hier zur Quelle gehen. Dann müssen wir Tamas auswählen. Mein aktuelles Tama, das Tama, was ich großgezogen habe. Dadurch, dass es gerade nur 2 sind, kommt hier noch so ein NPC dann mit. Und dann klicken wir auf Ja und dann geht es zur Eierjagd. Wichtig zu sagen ist, dass ihr das nur bis 19 Uhr machen könnt und nur einmal am Tag. Ich meine, wenn es mehrere Charakter sind, habt ihr die Möglichkeit auch zweimal am Tag zu gehen. Aber aktuell ist es halt so, dass man nur einmal am Tag auf die Eierjagd gehen kann. Dann fallen hier die Eier rein und im besten Falle sind es jetzt gleich 9 Eier und das wäre eine perfekte Eierjagd, wo ihr auch diesen goldenen Pfirsich erhaltet. Aber dafür muss man echt Glück haben. Wir haben Glück. Und jetzt müssten wir auch den goldenen Pfirsich tatsächlich bekommen. Da ist er. Und der ist halt ganz besonders. Es ist tatsächlich jetzt ein kleiner Vorführeffekt, dass das jetzt geklappt hat, aber man braucht dafür natürlich ein wenig Glück. Wegräumen bedeutet, wenn euer Tama einen kleinen Pup hinterlassen hat auf dem Feld, dass man so das Feld dann reinigen kann. Das ist praktisch dieses Toilettensymbol, was es bei den Connections oder bei den anderen Farbtamas bis jetzt immer gegeben hat. Die letzte Option Felder ist praktisch dafür da, um die Felder zu wechseln. Man kann jetzt zum Beispiel auf das Eisfeld, das ist besonders wichtig, wenn ihr ein neues Tama züchtet oder ein neues Baby habt und ihr das dann auf das andere Feld setzt, dann entwickelt es sich dann halt zu dem Eis-Charakter. Dadurch, dass ich aber gerade einen Erwachsenen habe, bleibt der auf dem Tropics-Feld. Wenn ich jetzt ein Baby hätte und das dann beispielsweise auf das Eisfeld setzen würde, dann würde es sich automatisch zu einem Eis-Charakter entwickeln und dann auch nicht diese Blumen in den Biomen haben, sondern halt die Eisbiome. Und wenn man jetzt weiter rauszoomt, dann kehren wir zur Planetenansicht zurück und hier haben wir 5 Optionen insgesamt. Verbinden, Tama-Sterne, Deco-Planet, Reisen und den Planetenstatus. Unter dem Verbindungsmenü habt ihr die Möglichkeit, euch mit der hier dort befindlichen Steckverbindung, euch mit einem anderen Tamagotchi Paradise zu connecten und dann auf ein Playdate zu gehen oder Geschenke auszutauschen. Unter Planeten befindet sich praktisch eine Liste an den Paradises, mit denen ihr euch bis jetzt verbunden habt. Bei mir sind es aktuell 2. Das ist beides ein Tama von Felix, sowohl glaube ich sein White Glacier als auch sein Orange Tropics. Und bei Downloads habt ihr die Möglichkeit, mit dem Tama Lab euch zu verbinden und diverse Sachen auf euer Paradise draufzuladen. Und dann gibt es hier noch eine 5. Option, die Minispiele heißt. Das ist tatsächlich nur auf dem White Glacier und Orange Tropics möglich. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euch mit jeweils eines der beiden Tamas dann zu verbinden und dann ein kleines Spiel mit demjenigen zu spielen. Sowohl Eishockey als auch Schießen. Wie diese Spiele funktionieren, haben wir euch in unserem Short-Video schon gezeigt. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß und ist auf jeden Fall eine richtig klasse Funktion. Man hat als zweite Option Tama-Sterne. Diese Option ist hier bei mir ausgegraut. Diese erscheinen dann hier auf dem Horizont, wenn euer Tama euch verlassen hat, es gestorben ist oder, ja gut, das sind die einzigen 2 Optionen, wo sie dann auch letztendlich erscheinen.
Dadurch, dass das aber bei dem Paradise noch nicht vorgekommen ist, ist die Funktion hier gerade auch ausgegraut, weil es keine Tamas gibt, die bis jetzt gestorben sind. Bei DecoPlanet habt ihr die Möglichkeit, eurem Planeten Sachen anzuziehen oder zu dekorieren. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Kokosnuss. Es ist, glaube ich, auch das einzige Item, was ich gerade auch habe. Ihr könnt zusätzliche Items hier im Shop kaufen. Auf den Shop kommen wir aber, wie schon gesagt, gleich zu sprechen. Einige mögen diese Funktion nicht so sehr, weil sie es vermissen, ihr Tama auch anzuziehen, was ja bis jetzt immer auch bei dem Tamagotchi Uni oder bei allen anderen vorherigen Modellen der Fall war. Ich persönlich zähle mich dazu, ich mag es auch nicht so sehr, aber es ist halt trotzdem eigentlich eine ganz nette Funktion, die Bandai da eingebaut hat. Bei Reisen ist es so, dass ihr verschiedene Planeten bereisen könnt und ihr müsst dafür die Häufchen, die euer Tama hinterlässt, einsammeln und dann füllt sich hier so ein kleiner Tank, der letztendlich dafür auch zuständig ist, dass ihr später eine Reise machen könnt, sobald die Anzeige hier voll ist. Und dann habt ihr viele Planeten, die ihr dann bereisen müsst, um dann auch diverse Missionen, auf die ich gleich zu sprechen komme, dann auch letztendlich zu erfüllen. Und der letzte Punkt, Planetenstatus, zeigt an, in welchem Level ihr euch gerade befindet. Ich bin gerade bei Level 5 von insgesamt 10 und die Levels schalten halt immer mehr Funktionen in dem Paradise frei, was ihr gleich aber auch sehen werdet. Die letztendlichen Levels oder die Ziele seht ihr dann, wenn ihr hier auf die Taste B drückt. Man sieht dann hier zum Beispiel, dass man ein neues Ei dann züchten muss, um in die nächste Generation zu kommen, um dann in Level 6 zu kommen. Und dann habt ihr noch die Option, wenn ihr hier auf das Drehrad drückt und gedrückt haltet, dass ihr dann ins Tamagotchi Lab gelangt. Hier erwarten euch dann ebenfalls nochmal 6 weitere Optionen. Einmal die Informationen, da gehen wir mal zuerst rein. Und dann hat man hier wieder 2 Optionen, Nutzerinfo oder Mission. Zu den Missionen habe ich ja eben schon mal was erzählt, aber zunächst gucken wir uns mal die Nutzerinfo an. Wenn man hier drauf geht, dann sieht man hier oben, wie euer Planet heißt, wie viele Tage ihr das Paradise bis jetzt anhabt und hier unten, wie viele Gotchi Points ihr habt. Wenn ihr auf die A-Taste drückt, dann seht ihr hier den Tag des Ei-Urknalls, also das ist der Tag, an dem ihr euer Paradise gestartet habt. Und dann noch euren Geburtstag, das ist bei mir der 6. September und das wäre es tatsächlich bei den Nutzerinformationen. Unter Missionen gibt es insgesamt 22 Missionen, die ihr absolvieren könnt, müsst, je nachdem. Man weiß nicht, was am Ende da auf einen wartet, wenn man alle Missionen erfüllt hat. Und hier gibt es eine Reihe an Sachen, zum Beispiel Anzahl der Fütterungen. Ja, man muss 500 Mal das Tamagotchi mit normalem Essen gefüttert haben, um diese Mission zu erfüllen. Dasselbe auch hier mit den Snacks. Man muss 500 Mal Snacks gegeben haben, um diese Mission erfüllt zu haben. Und dann gibt es aber auch noch eine Reihe an anderen Missionen, wie zum Beispiel hier, wie oft du deinen Tama aufgeweckt hast. Genau, also das heißt beispielsweise, du musst 50 Mal das Tamagotchi aufwecken, um dann diesen Pokal zu erreichen. Und diese ganzen Missionen hier gibt es praktisch zu absolvieren, um mehr oder weniger eventuell was freizuschalten. Das weiß man tatsächlich noch nicht. Und unter anderem ist hier ebenfalls eine Mission, dass man alle Planeten bereisen muss. Also sprich, dass man hier unter Reisen, ich meine es sind 7 Planeten, alle 7 Planeten dann letztendlich bereisen. Und das ist gar nicht so einfach, weil bis dieser Behälter hier voll ist, um eine Reise zu machen, dauert es sehr lange. Dann kommen wir hier zur zweiten Option, meine persönliche Lieblingsoption, den Minispielen. Die Minispiele sind dafür da, damit ihr Gotchi Points erhaltet. Die Spiele zuvor, die wir durchgegangen sind, sind lediglich dafür da, um euer Tama glücklich zu machen. Aber diese Spiele hier sind dafür da, dass ihr Geld verdienen könnt. Und insgesamt gibt es hier auf dem Tama und auf dem White Glacier 7 verschiedene Minispiele. Bei den anderen 4 vorherigen Paradises sind es lediglich 6. Aber hier gibt es 7 verschiedene. Und ich würde sagen, wir gehen alle mal der Reihe nach durch. Bei Babymilchfüttern habt ihr dann hier unten außerdem noch eine Option, wie schwierig es sein soll. Ihr habt die Möglichkeit zwischen leicht, normal und schwer. Ihr könnt diese Schwierigkeitsgrade je nach eurem Planetenlevel dann letztendlich freischalten. Normal ist zum Beispiel erst ab Stufe 6 möglich und schwer sogar erst ab Stufe 9. Daher spielen wir das Spiel jetzt erstmal in leicht und das Spiel ist womöglich
das Einfachste, um möglichst schnell Geld zu verdienen. Wenn dieser Charakter diesen Gesichtsausdruck macht, muss man ihm die Milch geben mit der Taste B. Man sieht das jetzt hier, man sieht jetzt, das Baby schreit, Taste B und man gibt ihm die Milch. Taste B, Taste B und das Ganze geht bis 10 hoch und man hat halt auch nur eine gewisse Zeit dafür. So. Und wenn man 10 erreicht hat, bevor der Countdown hier abläuft, erhält man letztendlich die volle Punktzahl bzw. den vollen Betrag in Höhe von 250 Gotchi Points. Wenn ihr das Spiel unter Mittel spielt, erhaltet ihr 500 und bei Schwer sogar 800 Gotchi Points. Kommen wir zu meinem zweiten und absolut Lieblingsspiel, und zwar Vitamin liefern. Auch das können wir jetzt gerade im Moment nur unter leicht spielen. Und zwar, es hat so leichte Ähnlichkeit mit Doodle Jump. Und zwar könnt ihr mit der A- und B-Taste oder mit dem Drehrad dieses Vitamin nach links oder rechts bewegen und könnt auf diese Plattformen springen. Und Ziel ist es praktisch, das Vitamin ganz nach oben hier zu liefern. Und man sieht die Plattformen, die weißen, die haben so ganz normale Funktionen, da kann man immer drauf rumspringen, die bleiben, während die roten einen sehr weit nach oben katapultieren. Man sollte die roten auf jeden Fall ausnutzen, aber je weiter man nach oben kommt, desto schwieriger wird es, weil die Plattformen werden erstens weniger und zweitens kommen andere noch hinzu. Die goldenen, da kann man nur einmal drauf springen, oder diese bewegenden Zellen, die sind natürlich besonders knifflig. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht herunterfällt. Wenn man allerdings herunterfällt, ich zeige euch das jetzt mal, dann ist das Spiel nicht vorbei, sondern ihr startet einfach und ihr verliert einfach nur Zeit. Und da das Ganze halt auf Zeit läuft, ist das natürlich sehr wichtig, dass man hier besonders darauf achtet, nicht runterzufallen. Denn wenn ihr oft genug runterfallt, erreicht ihr nicht oben das Ziel. So, man merkt, ganz oben wird es dann doch eng und man sieht hier oben einen Countdown laufen. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt noch in den 4 Sekunden hinkriege. Nein, tatsächlich nicht. Aber man sieht, es ist gar nicht so einfach und das war jetzt unter leicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Minispiel. Man sieht jetzt hier, ich erhalte jetzt nur 2 Sterne und 150 Gotchi Points, weil ich es halt nicht bis ganz nach oben geschafft habe. Dann haben wir hier einmal ein Fisch-Memory, das ist relativ selbsterklärend, wie bei jedem anderen Memory-Spiel bis jetzt auf den Tamagotchis. Und zwar bekommen wir jetzt hier gezeigt, wie das Memory-Bild gerade aussieht, mit einer leeren Muschel irgendwo, die man dann nicht anklicken soll, die befindet sich jetzt da. Und dann gilt es, Paare zu suchen. Dazu bewegen wir jetzt mit der A-Taste auf die jeweilige Muschel und klickt die Paare dann jeweils an. Und dann fehlen uns nur noch die und dann haben wir das Memory-Spiel gewonnen. Es ist halt so süß animiert, das muss man schon sagen, das ist echt süß. Dann haben wir einmal Obst sammeln. Das Spiel gibt es auch in ähnlicher Form auf den anderen Paradises, da musste man allerdings Häufchen einsammeln. Hier könnt ihr das Tama mit A und B jeweils hoch und runter bewegen und ihr müsst die Kokosnüsse hier einsammeln. Und das Ganze wird natürlich gleich im Laufe des Spiels immer schneller und demnach auch schwieriger. Zwischenzeitlich kommt dann auch, wenn sich der Schwierigkeitsgrad erhöht, hier so ein Special Item, was dann die Items zeitlich begrenzt aufsaugt. Aber es ist tatsächlich nicht so leicht. Genau, das ist das Obstsammelspiel. Dann gibt es das wolkige Münzsammlungsspiel. Das hatte seine Premiere auf dem Paradise Jade Forest. Ein sehr schönes Spiel. Man muss mit der A-Taste praktisch das Tama schweben lassen, um dann die Münzen einzusammeln und den Hindernissen auszuweichen. Je öfter man die A-Taste drückt, desto mehr geht es nach oben, beziehungsweise schwebt dann auch wieder so nach unten. Zeitweise kommen dann solche Hindernisse dann hier auch ins Spiel, die man natürlich nicht berühren sollte und denen man am besten dann auch ausweicht, wie man jetzt gerade sieht. Das Ganze funktioniert auch mit einem Countdown, bis man letztendlich dann in der vorgegebenen Zeit dann ins Ziel schwebt, sage ich mal. Und im besten Falle sollte man auf dem Weg dann noch alle Münzen einsammeln, um die volle Gotchi Points Punktzahl zu erreichen.
Dann haben wir Meteoritenschlagen. Und zwar wird unser Planet jetzt hier von einem Meteoritensturm angegriffen und wir müssen jetzt mit jeweils der A-Taste oder der B-Taste oder der C-Taste die Meteoriten von uns fernhalten. Man sieht hier unten auch, man kann unseren Planeten dreimal treffen, bevor das Spiel dann halt komplett vorbei ist. Und wenn man dann alle erfolgreich bekämpft hat, sieht man, dass man das Spiel dann gewonnen hat und unser Planet dann auch wieder glücklich ist. Dann haben wir das Spiel Curling. Das ist ein ähnliches Spiel wie bei den vorherigen Tamas, dieses Staubspiel. Und zwar müssen wir mit dem A- und B-Knopf diesen Curl hier unten hin und her schieben. Und es ist ein bisschen wie Tetris eigentlich. Also man schaufelt hier die Sachen frei und unter einem der Eisblöcke verbirgt sich ein Tama. Da war das Tama drunter und dann geht es auch automatisch in die nächste Runde. Das Spiel dauert sehr, sehr lange, deswegen spiele ich das auch nicht so oft, aber es macht trotzdem auf der einen Seite viel Spaß. Das Ganze könnt ihr hier oben auch übrigens mit dem Drehrad steuern, falls ihr das mit den Tasten nicht so bevorzugt. Und das waren tatsächlich die 7 Minispiele, die es hier auf dem Paradise gibt. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Auswahl mit den 4, die ihr ja habt, um das Tama glücklich zu machen. Habt ihr also insgesamt 11 Spiele auf dem Paradise. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Auswahl an verschiedenen Spielen. Ja, dann gucken wir hier mal bei dem dritten Punkt und das ist der Shop. Da habe ich ja gerade eben auch schon viel zu erzählt. Und zwar könnt ihr hier Sachen kaufen. Machen wir mal mit der ersten Option, den Items, weiter. Und zwar könnt ihr hier einmal Essen kaufen. Hier findet ihr verschiedenes Essen, was ebenfalls je nach Growth Chart und so weiter dafür sorgt, dass ihr bestimmte Biome erhaltet, um euren Charakter in die richtige Richtung, sage ich mal, zu lenken. Das gleiche könnt ihr hier machen bei Snacks. Hier könnt ihr verschiedene Snacks kaufen, unter anderem auch Farbsäfte, um euer Tama einzufärben. Ihr könnt dann praktisch euer Tama dann rot oder blau färben. Und da das Tama Gene Mixing enthält, also die Eigenschaften des anderen übernimmt, könnt ihr so die Farbe des anderen dann auch vererben. Das ist auch ganz nett gemacht. Dann habt ihr hier Spielgeräte. Hier könnt ihr die Sachen, die ihr auf den Feldern platzieren könnt, kaufen. Hier habt ihr wirklich eine ganz große Auswahl an Sachen. Jeden Tag gibt es irgendwas anderes und die Auswahl ist einfach ultra süß, ne? Und vor allen Dingen, wie die Tamas dann einfach auch mit den jeweiligen Items dann auch interagieren, ist einfach mega, mega schön. Und wie gesagt, es gibt jeden Tag immer neue Items und man entdeckt dieses Tamagotchi einfach von Tag zu Tag immer neu. Und das, finde ich, macht das Ganze ja auch irgendwie so interessant. Und dann hier noch die Deko-Items. Das sind die Items, die ihr euren Planeten anziehen könnt, wie eben gezeigt, die Kokosnuss, die sich bei mir befindet, oder hier zum Beispiel für den Winter, das ist ganz süß, so eine Strickmütze. Oder eine Herzchenbrille. Das ist praktisch da, um euren Planeten zu dekorieren. Dann gibt es hier noch Essen, die Option, dass ihr Essen kochen könnt. Wenn ihr zum Beispiel von diesem Item, von der Eierjagd, 3 Items habt, könnt ihr die Sachen zusammen zu einer Sache kochen, die ihr sonst auch im Shop kaufen könnt. Das hier könnte man zum Beispiel auch eben im Shop kaufen oder ihr könnt es auch aus den 3 Sachen kochen. Das können wir jetzt zum Beispiel mal machen. Das ist so süß. Der Nachteil natürlich ist daran, also ihr solltet euch dann entscheiden, ob ihr das dann auch wirklich jetzt essen wollt, weil euer Tama isst es direkt, es wird nicht gespeichert. Genau, und dann habt ihr noch die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, sei es Spielgeräte, Deko-Items oder Essen. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Hier habt ihr dann die Auswahl zwischen den verschiedenen Sachen und habt dann hier unten den Betrag, den ihr für das Ganze bekommt. Ein bisschen ein kleines eBay auf eurem Tamagotchi, wenn man so will. Dann habt ihr hier noch einen Shopcode. Es gibt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel auch auf eurer Verpackung. Da gab es ja einen kleinen Code, den könnt ihr hier dann eingeben und erhaltet dann je nach diesem Code dann das Item, was dahinter steckt. Dann gibt es aber hier noch eine weitere Menüoption und zwar die Erweiterung. Die gibt es auch nur auf dem White Glacier und Orange Tropics. Und zwar könnt ihr hier euer Feld erweitern. Das ist erst ab Stufe 10 möglich.
kann ich euch deswegen noch nicht zeigen, aber bis dato war es ja immer so, dass auf eurem Feld maximal 4 Tamagotchis gleichzeitig sein können und ihr ja auch, was die Items, die ihr auf dem Feld platzieren könnt, ja auch ziemlich eingeschränkt wart. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, euer Feld zu erweitern und nochmal die doppelte Anzahl an Charakteren und Items zu platzieren. Das Ganze kostet dann später 10.000 Gotchi Points und sobald ihr das freigeschaltet habt, habt ihr dann die Möglichkeit, dann bis zu 8 Charakter auf eurem Tropics-Feld groß zu ziehen und dann halt auch noch mehr Items auf eurem Feld zu platzieren. Ja, das war der Shop. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu entdecken, aber ich würde auch sagen, das reicht auch vollkommen. Also es ist schon echt genügend. Dann haben wir hier die Hilfeoption. Und zwar haben wir einmal den Tamasitter. Den kann man von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends rufen und für 300 Gotchi Points bis 19 Uhr auf euer Tama aufpassen lassen. Ist wirklich eine schöne, hilfreiche Funktion für alle, die berufstätig sind und dann tagsüber nicht die Zeit haben, sich um das Tamagotchi zu kümmern, ohne dass es dann nachher einem wegstirbt. Und dann habt ihr noch die Option Neues Tama. Wenn ihr hier drauf klickt, habt ihr 2 verschiedene Optionen. Einmal Neues Ei und einmal Züchten. Bei dem neuen Ei ist es so, dass sich der Charakter komplett so, wie ihr ihn euch vorstellt, auch entwickelt. Wie er auch auf der Growth Chart ist, ohne irgendwelche Eigenschaften von irgendeinem anderen Tama. Da dieses Paradise allerdings Gene Mixing hat, also sprich, wenn man 2 Charakter miteinander paart, dass dann das neue Ei gewisse Eigenschaften wie die Farbe, die Augen etc. von dem jeweils anderen Tama übernimmt, gibt es hier die Option Züchten. Dann hat man die Auswahl von verschiedenen Charakteren, mit denen man das Tama, was man hat, also den erwachsenen Charakter züchten möchte und hat so die Möglichkeit, einen ganz individuellen Charakter vom Design, sage ich mal, von den Augen oder von der Farbe groß zu ziehen. Wenn man das möchte, kann man das machen. Ich bevorzuge tatsächlich immer ein neues Ei, weil ich dann letztendlich auch den Charakter in der Form und Farbe und mit den Augen haben möchte, wie ich ihn halt schon auf dem Growth Chart gesehen habe. Aber wenn man ein bisschen Individualität hier reinbringen möchte, ist das auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache mit dem Gene Mixing. So wie es halt beim Tamagotchi On oder beim Tamagotchi Mix damals auch schon gewesen ist. Und unter dem 5. Punkt befindet sich das Protokoll. Und wir haben hier zuerst die erste Option Tama-Datei. Hier befinden sich alle Charakter, die ihr jetzt jemals auf dem Paradise großgezogen habt. Vom Kleinkind bis hin zum Teenager, bis hin dann letztendlich zum erwachsenen Charakter. Und wenn man hier drauf geht, sieht man praktisch den Namen und zu welcher Art er gehört, das hatten wir eben schon mal. Und man sieht die verschiedenen Positionen, wie es schläft oder wie es von hinten aussieht. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und hier gibt es halt eine Reihe an Charakteren. Das sind gerade die Tropics Charakter. Hier gibt es noch den Secret Character, den man freischalten kann. Und dann gibt es das jeweils auch noch für die anderen 2 Felder, die man hier auf dem Paradise hat. Und dann gibt es hier noch die Funktion Mikroskop. Und hier kann man diese Tamalab-Sticker hier eingeben. Und wenn man den Code hier eingegeben hat, diesen 8-stelligen Code, dann erhält man dieses Tama, was auf dem Sticker ist, dann letztendlich hier in der Sammlung. Ich habe jetzt schon mal alle Charakter eingegeben und habe eine Reihe an den ganzen Charakteren hier mittlerweile gespeichert. Falls ihr diese Tamalab-Sticker nicht habt, keine Sorge, es sind alle Codes im Internet zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr alle Charakter gerne auf eurem Paradise haben möchtet, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe euch die Seite verlinkt und da könnt ihr alle Codes dann letztendlich herausfinden und dann hier bei Laborcode eingeben. Das ist alles, was es im 5. Menüpunkt zu entdecken gibt. Und dann gibt es noch den 6. Menüpunkt. Hier findet sich alles, was die Einstellung beinhaltet, sprich den Ton. Den kann man hier einmal komplett ausschalten oder halt lauter machen. Man kann die Helligkeit auf verschiedene Stufen einstellen und man kann die Zeit letztendlich einstellen. Das ist das, was man bei dem Paradise einstellen kann. Und das ist eigentlich schon alles, was das Tamagotchi Paradise Orange Tropics beinhaltet.
Ja, das war's mit dem Review zu dem Tamagotchi Paradise Orange Tropics. Also ihr seht, das Paradise hat auch nochmal ordentlich Content drauf bekommen, beziehungsweise es wurde ja auch teilweise abgeändert, was ja dann auch nochmal den Spielspaß erhöht. Ich bin ehrlich, ich hatte bis jetzt immer so ein bisschen Probleme mit dem Paradise, weil es mich bis jetzt auch nie so ganz abgeholt hat. Und ich würde sagen, das Paradise Orange Tropics bzw. White Glacier hat es da ein kleines bisschen geschafft, dass mir das Paradise auch gefällt und Spaß macht. Und ja, ihr könnt gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Orange Tropics bzw. White Glacier gefällt, wie viel Spaß ihr damit habt, was eure Meinung zu dem Tamagotchi ist. Ja, und das war es jetzt tatsächlich mit der Paradise Week. Wir hatten euch ja von letzte Woche Freitag an mitgenommen, von der Japan Expo bis hin zu den Unboxings, zu den Mini-Shorts, wo wir euch die Minispiele gezeigt haben und jetzt den Reviews in Englisch als auch in Deutsch. Und wir hoffen einfach, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und wir euch auch damit ein bisschen die Kaufentscheidung erleichtern konnten. Bleibt auf jeden Fall vielleicht jetzt noch ein bisschen dran. Wir haben nämlich jetzt so die coolsten Momente nochmal so zusammengeschnitten. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es gerne, aktiviert die Glocke, hinterlasst gerne einen Kommentar, wie ihr die neuen Paradises findet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video gerne wieder und wir sagen bis dann. Danke, dass ihr uns auf dieser Paradise Week begleitet habt. Wir hoffen, ihr habt auch ganz viel Spaß mit euren Paradises und dann sagen wir bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss!